Aufgepasst, liebe Bausteinfreunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Klemmbaustein-Kanal. Es gibt einen neuen Player am Markt, und zwar iKey mit der Nummer Y18006, 3800 und ein paar zerquetschte Teile. Der Aston Martin Valkyrie AMR Pro. Erstmal gibt es für euch ein paar Videosequenzen vom Aufbau, der gleich mal vorab bemerkt richtig Spaß gemacht hat. Ja, wirklich ein richtig cooles Teil. Und danach geht es weiter mit dem ausführlichen Review, also dranbleiben. So, hier habt ihr jetzt erstmal eine Übersicht über alle Bauabschnitte und ihr seht die Tüten schön unterteilt. Bauabschnittsunterteilung, selbsterklärend. Hier seht ihr dann den 12-Zylinder mit Kurbelwelle. Seht ihr natürlich nachher auch nochmal im Review ausführlich, den wir hier gerade aufs Getriebe draufsetzen. Das funktioniert einwandfrei. Beim Getriebe müsst ihr ein bisschen aufpassen, da müsst ihr die Anleitung ganz genau angucken. Dann müsst ihr auch wieder schauen, dass die Achsen genau richtig stehen, sonst funktioniert es später nicht. Genau, damit ist nämlich auch Bauabschnitt 2 vorbei von insgesamt 10. Und ja, im nächsten geht es weiter. Genau, da habe ich das Getriebe mal noch reingemacht, weil ich, wie gesagt, festgestellt habe, da müsst ihr wirklich aufpassen. Bisschen Hirnschmalz reinstecken, dann funktioniert die Sache auch. Und ihr seht vor allem auch das orangene Teil, das natürlich illegal ist, aber da gehen wir dann im Review natürlich auch nochmal drauf ein. Dann seht ihr hier, dass die Vorderachse und die Lenkung, die einwandfrei funktioniert. Allerdings funktioniert die später nur mit der Motorisierung. Hier seht ihr auch noch den Allradantrieb für die Vorderachse. Das Lenkrad bewegt sich hier nicht mit und auch die Lenkung lässt sich nicht bewegen oder nur schwer bewegen, wenn ihr praktisch keinen Motor habt. Genau, und die Achse habe ich hingemacht zum Testen. Ja, bei der Hinterachse, Anleitung top gemacht. Überhaupt keine Frage. Ihr baut hier wieder die beiden Stoßdämpfer und die beiden Federungen ein. Ja, schön mit den Bremsscheiben und den Halterungen für die Felgen später. Kein Problem. Und da seht ihr dann praktisch die Hauptantriebsachse, die Hinterachse mit den Antriebswellen für den 12-Zylinder, der übrigens über 1160 PS leistet. Genau, dann geht's nach Abschnitt 4 habt ihr dann praktisch die Hochzeit zwischen vorderem Teil und hinterem Teil, das heißt Motor und Hinterachse und der Vorderachse und der Lenkung, und da seht ihr dann praktisch genau, wie ihr es zusammenstecken müsst. Im Bauabschnitt 5 würde ich euch empfehlen, ihr nehmt euch das Teil wirklich direkt vor euch, also legt es praktisch nicht zur Seite, sondern legt es direkt davor, weil viele kleine Sachen hier zusammengebaut werden, und immer gleich hingebaut werden sollen. Andernfalls legt ihr die irgendwo hin und nachher wisst ihr nicht mehr genau, wo was hingehört. Deswegen Bauabschnitt 5, aufpassen, legt es direkt vor euch hin und baut die Sachen direkt ein. Dann funktioniert das ohne Probleme. Ja, nach Bauabschnitt 5 sind auch die Sitze fertig, und das sind solche Liegeschalensitze, die hier jetzt eingebaut werden, und das finde ich ziemlich cool gemacht, weil das Fahrzeug natürlich in der Realität genau diese Sitze besitzt. Genau, also die sind auch 1:1 originalgetreu, und ihr habt hier den Wechsel von Bauabschnitt A bzw. von Bauanleitung A auf Bauanleitung B und startet hier mit Nummer 6. Genau, die Bauanleitung natürlich hier ab Bauabschnitt Nummer 6, Bauabschnitt B. Genau gleich aufgebaut, gleich gut wie in A. Ich würde auch sagen, es ist eher für Einsteiger gedacht, ja. Wirklich für Einsteiger, nicht für mega Fortgeschrittene. Da hatten wir schon, ich sag mal, anspruchsvollere Sets, bei denen man mehr aufpassen musste.
Also ihr kommt gut durch. Genau, dann sind die Sitze eingebaut und das Lenkrad hier ist zu beachten. Das ist wenigstens mal ein gescheites Rennlenkrad und nicht so ein komplettes Rad, sondern ja, wie man das eben aus solchen Rennwagen kennt oder auch von den neuen Tesla-Modellen, einfach nur so eine Knight Rider-Lenkung. Absolut gut gemacht. Und dann hatten wir uns am Anfang immer gefragt, ja, wofür sind eigentlich diese Stoßdämpfer da oben drin, diese Federn? Und jetzt wird das Geheimnis gelüftet. Und zwar handelt es sich dabei um die Türen. Ja? Also die Flügeltüren sind quasi auch nochmal gefedert. Da hätte es wahrscheinlich auch eine normale Technikachse getan. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum die gefedert sind. Vielleicht schwingen sie dann etwas ja, sanfter auf. Auf jeden Fall sieht es top aus. Ja? Und ihr seht, die gehen richtig schön, wie es eben sein muss, wie so Flügeltüren nach oben. Und ist natürlich auch dem Original entsprechend geschuldet. Da funktioniert es nämlich 1:1 gleich. Genau, in dem Moment muss man die noch ja, über das Eindrücken, über das manuelle Eindrücken schließen und öffnen. Später könnt ihr das natürlich über ein Zahnrad an der Unterseite machen. Das seht ihr natürlich dann auch nachher im Review ausführlicher. Ja, dann haben wir die Front und jetzt kommt es ja richtig cool, weil diese einzelnen Technikpaneele oder eigentlich die gesamte Verkleidung, die ist ja so mit ja, diesem British Racing Green Metallic lackiert. Die sehen richtig, richtig gut aus und da macht das Bauen natürlich auch gleich deutlich mehr Spaß. Das zieht sich hier auch über die Kotflügel an der Hinterachse, beziehungsweise auch hier über die Motorhaube, die abnehmbar ist, beziehungsweise später aufklappbar ist. Ja, das macht dann natürlich schon richtig Spaß und das seht ihr jetzt gleich auch, wenn beide Kotflügel montiert sind, links und rechts. Und im Prinzip sieht auch so relativ die Straßenvariante aus. Also ihr könnt auch diesen dicken Spoiler, der da nachher noch hinkommt, den könnt ihr wegmachen und dann habt ihr eigentlich mehr oder weniger, würde ich sagen, die Straßenvariante. Zumindest sieht es dann ein bisschen ähnlicher aus wie die Straßenvariante. Ja, und dann sind wir durch. Es sind 10 Bauabschnitte und pro Bauabschnitt habt ihr so zwischen 2 und 2,5 Stunden. Also ich würde sagen, wenn ihr mal so 25 Stunden für den Aufbau einplant, dann ja, ist es okay. Damit kommt ihr gut durch. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt gemeinsam ausführlich im Review an. Bis gleich. So, ihr seid zurück beim Review des Aston Martin Valkyrie AMR Pro, Aston Martin Racing. Ja, 3868 Teile, der Hammer, ja, wirklich der Hammer. Alles bedruckt, die Teile in Metallic-Farben, genauso wie das auch sein muss. Ich würde sagen, wir machen erstmal die Anleitung und dann die technischen Einzelheiten. Ihr bekommt erstmal 2 richtig dicke Schmölker-Anleitungen, nämlich einen Part A und einen Part B. Die sind richtig schön gemacht, die sind auch richtig hochwertig bedruckt. Und am Anfang seht ihr erstmal hier so ein bisschen was über das Fahrzeug. Das ist das originale Fahrzeug. Hier die Technikumsetzung von iKey. Und ich finde, das kann man durchaus erkennen. Dieses British Racing Grün ist nicht hundertprozentig getroffen. Ich würde sagen, das hat noch ein bisschen mehr einen Blaustich, aber okay. Und dann hier eben überall diese leimfarbenen Elemente. Und wie gesagt, die sind hier alle bedruckt. Es gibt keine Kleber in diesem Set. Ja. Dann haben wir hier so ein paar Detailaufnahmen von den technischen Komponenten vom Antriebsstrang, vom Motor und der Vorderachse. Hier nochmal der Motor an sich gedruckt und die beiden Achsen vorne und hinten. Und dann seht ihr die Bauschnittunterteilung und wir kommen hier mit insgesamt 10 Bausteinen oder Bauabschnittsunterteilungen. Und ihr seht auch, das ganze Teil ist für Motorisierung vorbereitet. Die Version, die ich hier habe, ist nicht motorisiert. Das ist die statische Version. Aber ihr werdet nachher sehen, dass ihr die Motoren relativ einfach, würde ich sagen, einbauen könnt. Genau, ansonsten die Anleitung ist wirklich gut gemacht, sehr, sehr ausführlich. Für einen neuen Hersteller finde ich das sehr, sehr gut. Ich finde auch hier oben cool gemacht. Ihr werdet immer darauf hingewiesen, wo ihr euch gerade befindet.
Ja, hier im Bauabschnitt Nummer 4. Ja, es lässt keine Fragen offen. Es ist eine klassische Anleitung. Auch hier, wenn man dann die Hochzeit macht zwischen der Vorderachse und dem hinteren Teil, ihr seht relativ genau, wo ihr welche Achsen hinstecken müsst. Also die Anleitung ist wirklich gut gemacht. Wie gesagt, unterteilt. Abschnitt A, Abschnitt B. Und insgesamt kommt die Anleitung auf 1239 Bausteinschritte oder Anleitungsschritte. Das ist eine ganze Menge. Ja, aber es lohnt sich auch. Und es sind ja, wie gesagt, auch viele Teile. Maßstab ist 1:8. Und wie gesagt, dafür, dass iKey hier mit dem ersten Set auf den Markt kommt, ja, haben sie es richtig gut gemacht. Apropos erstes Set auf dem Markt. Ich sage vielen Dank an Barvier, denn Barvier hat mir dieses Set zur Verfügung gestellt. Ich verlinke euch natürlich mal unten sämtliche Links, natürlich einmal zum Modell selber und aber auch zu Barvier. Die haben richtig tolle Sachen im Angebot. Vielen Dank, dass ihr mir das als Rezessionsobjekt zur Verfügung gestellt habt und auch danke an euch, die das Video schauen oder die meine Videos schauen. Denn ihr habt es mir ermöglicht, dass ich mittlerweile die Sets als Rezessionsobjekte bekomme. Von dem her vielen Dank dafür. Mit dem Code Bausteinprinzip könnt ihr 14% sparen. Wenn ihr den an der Rechnung eingebt, werden euch nochmal 14% abgezogen. Die Lieferung geht ungefähr eine Woche. Aus dem European Warehouse kann es auch ein bisschen schneller gehen. Also schaut unbedingt mal bei Barvier vorbei. Und jetzt schauen wir es uns an. Ich würde sagen, wir messen erstmal die Länge aus, denn diese 1:8 Fahrzeuge, die variieren ja immer wieder so ein bisschen. Wir haben hier ziemlich genau eine Länge von, ich würde sagen, 57 cm. Die breiteste Stelle ist hinten am dicken Heckspoiler, da sind es 28 cm. Und wir kommen auf eine Höhe von 14 cm. An der höchsten Stelle, an diesem hier. Damit habt ihr mal grob die Maße und an der Stelle vielleicht auch nochmal ein kleiner Werbehinweis. Auch ich werde natürlich diesen Aston Martin Valkyrie Pro an meine Wand hängen, beziehungsweise irgendwo an meine Wand. Ich verlinke euch mal hier oben, wie ihr sowas bauen könnt. Alle Sachen aus dem Obi für einen kleinen Geldbeutel. Das kann sich jeder leisten, selber machen, lohnt sich. Ja, ich würde sagen, als allererstes schauen wir uns mal das Fahrzeug nochmal so ein bisschen ringsrum an. Ja, als erstes mal hier vorne dieser fette Frontspoiler. Was vielleicht noch dazu zu sagen ist, das Fahrzeug in echt ist nur für die Rennstrecke. Es gibt das Fahrzeug auch in der Straßenvariante, da heißt er dann eben nur Aston Martin Valkyrie und dieser Aston Martin AMR Valkyrie Pro ist eben rein für die Rennstrecke. So, und da seht ihr hier vorne erstmal diesen riesigen Frontsplitter mit vielen einzelnen Techniksteinen und die sind alle bedruckt. Ich hole es euch mal richtig, richtig nah hin. Ja, und ihr seht, die sind richtig schön bedruckt. Also es sieht aus, würde ich behaupten, als ob die irgendwie in der Montage zusammengebaut sind. Damit eben die Linie praktisch sauber verläuft. Sehr, sehr cool. Dann, was natürlich an dem Set auch als allererstes mal auffällt, noch vor diesen Leimbedruckungen, ist, dass im Prinzip, ihr seht hier der Reflexion, das ganze Set, außer die schwarzen Elemente, dieses Grün ist so richtig schön metallic. Die fühlen sich auch richtig glatt, hochwertig an und die geben so einen leichten schimmernden Effekt. Richtig cool, das macht richtig Spaß. Hier vorne haben wir dann noch eine Bedruckung, das ist das Aston Martin Logo, aber natürlich nicht mit Aston Martin Schriftzug, sondern iKey. Dann gucken wir mal an der Seite weiter, da fallen natürlich dann die Reifen auf und die Felgen. Mal ganz andere Felgen, sonst haben wir ja bei diesen Technikfahrzeugen eher immer, ich sag mal, offene Felgen. Ich könnte mir vorstellen, dass das beim Original dem geschuldet ist, dass, dass die Aerodynamik einfach besser ist. Und auch die Reifen sind hier außen bedruckt. Das sieht wirklich gut aus.
Auch auf diesem auf diesem normalen Racing-Grün haben sie hier schwarz gedruckt, damit das hier eben so fließend vom Kotflügel in dieses Seitenteil übergeht. Hier auf den Schwarz sehr schön gedruckt, ja, vielleicht nicht ganz bis zum Rand. Da gibt es vielleicht ein bisschen Abzug in der B-Note, aber ich glaube, das kann man tatsächlich verschmerzen. Von hinten dieser riesengroße, fette Spoiler, der Brickbuild ist. Und das sind natürlich Teile, die nicht bedruckt sind, sondern die sind Leim. Ja? Und ich muss sagen, die passen erstaunlich gut auch zur bedruckten Farbe. Von dem her, das passt. Ja, Rücklichter angedeutet, damit man, wenn man mal bremsen muss, damit der, wo hinterher fährt, auch sieht, dass man bremst. Ich gebe euch mal hier noch den Blick von oben. Ja, bevor wir ihn nachher dann hier mal noch öffnen. Und ich gebe euch mal noch den Blick von unten. Ja, es sind ein paar Farbseuchen drin, keine Frage. Will ich gar nicht schönreden. Was auch noch auffällt bei den Reifen, es sind Slicks. Ja, das passt natürlich, weil es ein Rennwagen ist. Ja. Okay, stellen wir mal hin. Genau, was hat er alles an Funktionen drin? Also als erstes mal haben wir eine Federung auf der Vorderachse und aber natürlich auch auf der Hinterachse. Und das ist wirklich eine Federung, ich würde mal sagen, die darf sich auch Federung schimpfen, denn wir können es ja mal ausmessen. Jetzt ist er hier in der Mitte ungefähr 1,5 cm in der Luft und jetzt kriegen wir ihn hier auf 4 mm runter. Also das ist auf jeden Fall eine Federung, die ihren Namen verdient. Dann können wir hier vorne aufklappen. Da ist allerdings nicht viel drin. Ich gehe davon aus, das ist der Straßenvariante geschuldet, weil die Straßenvariante hier vorne natürlich ihren Kofferraum hat. Und die kann man dann hier so fixieren über so eine kleine Achse. Genau. So, dann haben wir die Funktion, dass wir die Türen öffnen können. Und das ist natürlich eigentlich gedacht, dass die Türen geöffnet werden, indem ihr hier die Motoren einbaut. Vielleicht machen wir das ganz kurz noch zuerst. Ihr habt hier einen riesengroßen Platz, ihr habt hier Platz, da kommen die Motoren rein. Wie gesagt, ich habe jetzt die nicht hier dabei, es ist aber vorbereitet. Ihr seht hier die Aufnahmen für die Achsen und hier die Aufnahme für die Achse, beziehungsweise hier auch noch für die Lenkung. Ist vorbereitet, könnt ihr machen. Wie gesagt, bei mir kommt das Gefährt nachher an die Wand, beziehungsweise vielleicht habe ich noch was anderes damit vor, da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Aber ich finde diese statischen Versionen bei diesen 1:8 Fahrzeugen eigentlich besser, weil, sind wir ehrlich, eigentlich fährt man damit später nicht. Was wir aber euch jetzt hier auch noch zeigen können, sind die Federbeine. Ich gehe mal näher ran. So. Die Federbeine, es sind hinten jeweils 2 Stück, ja, auch in Leim. Ihr seht sie hier. Und hier 2 Stück. Auf der Vorderachse haben wir das genauso. Ja, linke Seite, rechte Seite, ja, und die Antriebswelle. Dann haben wir natürlich ein Differential. Ja. Ihr seht jetzt, wenn ich hier den Reifen nach links drehe, dann dreht sich der obere nach rechts. Ja. Also schönes Differential auf der auf der Vorderachse und gleiches aber auch natürlich auf der Hinterachse. Ja, wenn ich jetzt hier nach hinten drehe, dann dreht er sich oben in die entgegengesetzte Richtung, so wie das sein muss. Dann haben wir natürlich auch ein Getriebe, in dem ihr die Gänge schalten könnt. Ja, da kann man sich jetzt wieder drüber streiten. Ich weiß, Lego hat dieses Teil vor ein paar Jahren verboten. iKey verwendet es hier wieder. Da dürft ihr mich sonst aber auch gerne mal aufklären, wie da der rechtliche Stand so ist, ob sich da nochmal was geändert hat. Meines Wissensstandes nach nicht. Also dieses Teil ist eigentlich illegal und müsste von iKey ja eigentlich irgendwie ersetzt werden durch eine andere Lösung, aber ich glaube, ihr haltet von diesem ganzen Schwachsinn genauso viel wie ich, nämlich gar nichts. Aber naja, dafür sind die Gesetze nun mal da. So, und dann habt ihr hier noch ein Zahnrad, das ihr drehen könnt. Dazu drehen wir das ganze Fahrzeug nochmal um. Übrigens, was auch auffällt, ich gehe hier nochmal ein Stück weiter weg.
der ist sehr, sehr handlich. Also sehr handlich meine ich damit, ihr könnt den wirklich drehen, bewegen, in die Hand nehmen und ihr müsst nicht so mega zimperlich sein. Das funktioniert auch tatsächlich, ohne dass ihr da die Hälfte jedes Mal abrupft. So, wenn ihr jetzt an diesem Zahnrad da unten dreht, jetzt muss ich nur schauen, dass ich auch das Richtige drehe, dann seht ihr, Kurbel, 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 dass hier natürlich die Flügeltüren auch entsprechend nach oben fahren. Ja, das sieht richtig schick aus. Ja, so muss es doch sein, oder? Also so einen hätte ich auch gerne in der Garage stehen, der mich dann morgens so begrüßt. Ihr habt auch ein schönes Cockpit. Ich leuchte hier mal rein oder filme mal hier rein. Leider dreht sich das Lenkrad nicht mit, aber was ich hier sehr positiv anmerken möchte ist, erstens mal haben wir hier auch einen Druck drin und zweitens mal haben wir hier auch ein richtiges Rennlenkrad drin. Ja, und nicht so ein Lenkrad einfach rund, so ein altbackenes, so ein Golf 1 Lenkrad. Das hat der Wagen halt schlichtweg nicht. Deswegen finde ich es cool, dass sie hier so ein bisschen Wert drauf gelegt haben, dass da ein schöner drin ist. So, und dann könnt ihr noch hier hinten die komplette Motorhaube öffnen. Ich glaube, das ist sogar auch originalgetreu, denn ich glaube auch beim Original, wie soll ich sagen, lässt sich, glaube ich, die Motorhaube nach hinten abnehmen. Und dann habt ihr hier den Blick auf den 12-Zylinder. Ich baue das hier mal ganz kurz ab. So, raus damit. Ja, zum einen können wir jetzt nochmal uns ein bisschen die Motorhaube besser anschauen, die auch hier mit diesem Teil, das ist glaube ich so ein Rotor von einem Hubschrauber oder sowas. Wie gesagt, leider haben wir ein bisschen Farbseuche am Start, aber es hält sich in Grenzen. Leider blaue Pins, ja, also wenn die noch weg gewesen wären, wäre es nochmal um einiges cooler, aber vielleicht kommt das ja noch. Und dann haben wir hier den Blick frei zum einen mal auf die Aufhängung hier von den Türen. Ja? Ja, die sind hier jetzt nicht ganz genau gleich eingestellt, beziehungsweise hier ist einfach die Feder rausgerutscht. Die muss ich mal wieder richtig reinmachen. Und zum anderen seht ihr hier den 12-Zylinder. Und das finde ich eigentlich cool gelöst, denn der hat Zylinderkopfabdeckung. Ja? Also das finde ich ganz schick gemacht. Hat natürlich einen mitlaufenden Kolben drin, so wie sich das gehört. Und dann sind hier entsprechend diese Plates draufgelegt. Ich versuche ihn mal zu drehen. Ja, jetzt könnt ihr es sehen. Ja, seht ihr das? Ja. Kann man noch ein bisschen anders schalten. So, jetzt müsste man es sehen. Ja, man sieht nämlich ein bisschen hier durch, dass die schön mitlaufen. Ja, also das haben sie auf jeden Fall richtig gemacht. Auch hier hinten haben wir sogar noch ein bisschen was in Silber, Flat Silver. Ich würde sagen, das sind entweder ist wahrscheinlich die Auspuffanlage, die da irgendwo hinten runter geht. Und ihr habt nochmal einen Blick aufs Differential und hier unten aufs Getriebe. Also ihr kommt wirklich gut hin. Auch cool gemacht, sehr am Original angelehnt, finde ich, sind die Sitze. Ja, die sind so halb liegend. Und das ist ja auch normal in so einem Rennwagen, dass diese Sitze so ein bisschen liegend drin sind. Also auch von dem her wirklich, wirklich cool gemacht. So, dann versuche ich mal noch einen Reifen abzunehmen. Genau. Natürlich habt ihr eine Bremse, ja, und ihr habt auch eine angedeutete Bremskolben, einen Bremszylinder. Und dann seht ihr auch hier nochmal die beiden Federn. Und wie gesagt, die können sich auch wirklich Federn schimpfen. Vielleicht noch hier eine Besonderheit, diese Achsaufnahme, das ist ein Teil. Ja, das hatte ich jetzt so bei den anderen 1:8 Modellen, die ich gebaut habe, glaube ich noch nicht. Sieht natürlich gleich deutlich besser aus, wenn das nicht Brickbuild ist. Hat mich jetzt aber bei den anderen Modellen auch nicht explizit gestört. Ja, Fazit. Ich muss sagen, ich finde es richtig klasse. Wie gesagt, die Anleitung ist cool gemacht.
dafür, dass iKey hier mit dem ersten Set am Start ist, muss ich sagen, sie machen sehr, sehr, sehr viel richtig. Holt euch das Set, probiert es aus. Wie gesagt, Link natürlich in der Videobeschreibung. Und dann sind wir auf jeden Fall gespannt, was iKey in der Zukunft noch raushaut. Schaut mal bei Bavir vorbei, was die alles so im Sortiment haben. Danke fürs Zuschauen und nochmal der Reminder, die Erinnerung, baut euch so eine Wandhalterung für eure 1:8 Fahrzeuge. Ebenfalls das Video dazu in der Videobeschreibung und dann wünsche ich euch ein wunderschönes langes Wochenende und bis demnächst.